Wenn man sich im Internet auf die Suche nach alten Filmobjekten macht, kann man vielleicht etwas unerwartet eine recht große Vielfalt vorfinden. Verschiedene Seiten unterschiedlicher Filmarchive und Cinematheken ermöglichen es, verschiedene ältere Filmaufnahmen zu sehen. Eine dieser Seiten, die viel Material online zur Verfügung stellt, ist die Webseite der Library of Congress. Es ist eine Seite, die ich oft gerne besuche, wenn ich auf der Suche nach solchen Bildern bin. Warum nach solchen Bildern suchen? Ist es pure Neugier? Der Blick auf eine Welt, die ich nie erlebt habe? Die Hoffnung, irgendeine Form von Einblick auf die Welt der Vergangenheit zu haben? Oder einfach eine Freude am Medium selbst, die alten Schwarz-Weiß-Bilder mal besser, mal schlechter erhalten? Auf der Webseite der Library of Congress stieß ich vor kurzem im Zuge meiner regelmäßigen, ziellosen Recherchen auf einen außergewöhnlichen Film. Eine Filmaufnahme mit dem Titel Last Known Home of Tsar Nicholas erregte meine Aufmerksamkeit. Klingt ein bisschen wie einer der Filme der Gebrüder Lumière, die ihre Kameramänner rund um die Welt schickten, um verschiedene exotische Orte einzufangen. Doch beim Sichten dieses Filmbeispiels wurde schnell klar, dass es sich nicht einfach nur um einen touristischen oder exotischen Film handelte. Ich fand stattdessen eine unerwartete Zweiteilung. Der erste Teil hält ein, was der Titel verspricht. Die Kamera ist auf der Straße platziert. Wir schwenken über eine Szene von links nach rechts. Wir sehen ein Haus. Es handelt sich wohl um das besagte letzte Haus des Zaren. Auf der Straße gehen Menschen vorbei. Doch dann schneidet der Film zu einer Titelkarte. Der Titel sagt uns, was wir gleich sehen werden. Bolschewiken, Gefangene, die am nächsten Tag hingerichtet werden. Völlig unerwartet haben wir nun einen zweiten Teil dieses Films. Das Haus des Zaren spielt dabei scheinbar keine Rolle mehr. Hinter einem Zaun sehen uns diese Menschen an. Ein bisschen erinnern mich diese Bilder fast an andere Bilder. KZ-Gefangene, Befreite. Sie blicken uns an, sehen direkt in die Kamera. Ihr Blick trifft unseren. Und dann endet der Film. Doch die Bilder lassen mich nicht los, und so versuche ich mehr über sie herauszufinden. Im Zwischentitel des Filmes fand ich unter anderem den Namen des Mannes, der diese Bilder drehte, ein gewisser Mr. Rainey. Ein kurzer Blick in die weiteren Informationen, die auf der Website zu diesem Objekt angegeben werden, bestätigt das. Der volle Name des Mannes lautet Paul James Rainey. Er war Playboy, Millionär, stolzer Jäger. Es gibt nicht viele Informationen über ihn. Doch was man findet, sind faszinierende Anekdoten und Geschichten. Geboren wurde er im Jahr 1877, gestorben ist er 1923, an seinem Geburtstag. Die Legende besagt, dass er auf einem Schiff einen Streit mit einem Mann begann, der ihn verfluchte. Er behauptete, Rainey würde an seinem nächsten Geburtstag sterben. Rainey sagte ihm, er bezweifle das, da er schon am nächsten Tag 46 Jahre alt werde. Er starb am folgenden Tag, seinem Geburtstag. Er wurde am Meer begraben. Eine weitere Geschichte besagt, dass ihm aus medizinischen Gründen der Militärdienst im Ersten Weltkrieg untersagt wurde. Er kaufte daraufhin einen Rettungswagen und fuhr ihn auf der westlichen Front. Rainey war auch ein begeisterter Fotograf. Es gibt einige Bilder einer Safari von ihm. Er filmte auch eine Jagd in Afrika und machte daraus einen Film, der scheinbar viel Geld eingespielt haben soll. Doch diese Russlandreise von Rainey, deren Bilder mich so fasziniert haben, scheint sonst keinerlei Filmmaterial erzeugt zu haben. Wir haben nur ein paar Notizen, die über diese gedrehten Bilder keine wirkliche Auskunft geben. Nur ein Begriff gibt uns einen Hinweis. Czech Army. Im russischen Bürgerkrieg von 1918 war unter anderem auch die tschechoslowakische Legion involviert, vor allem in Sibirien. Im Sommer mischte sich der US-Präsident Woodrow Wilson ein, indem er die Evakuierung der tschechoslowakischen Legion aus Sibirien unterstützte. Diese waren dort von den Bolschewiken aufgehalten worden.
Rainey hat also womöglich die tschechoslowakische Armee begleitet. Sind diese Bilder also Propaganda gegen die Bolschewiken? Warum gibt es diese Aufnahmen? Was sollen sie bezwecken? Warum diese Männer noch einfangen, bevor sie hingerichtet werden? Es gibt eine weitere Filmrolle im Archiv der Library of Congress, die aber nicht digitalisiert wurde. Sie schließt angeblich gleich an diese Bilder der sibirischen Gefangenen an. Was ist darauf zu sehen? Die alliierten Armeen in China, in Peking. Noch eine Station für Rainey, der an den verschiedensten Orten der Welt auftaucht. Er steht somit auch in einer gewissen Tradition. Anfang des 20. Jahrhunderts gab es zahlreiche dieser reisenden Kameramänner, die den ganzen Globus erkundeten, um dort Bilder einzufangen, welche die entferntesten Orte der Welt direkt auf die Leinwand brachten. Die berühmtesten Fälle sind natürlich die Kameramänner, welche die Lumières rund um die Welt schickten. Doch während die Namen der Lumières bekannt sind, kann dasselbe nicht für die Kameraleute gesagt werden. Ihre Geschichten sind oftmals übersehen, ihre Namen fast vergessen. Man kann sie teilweise finden, wie hier auf dieser Webseite, welche die Filme der Lumières katalogisiert. Doch sogar hier finden sich die meisten Einträge unter dem Namen Inconnu, unbekannt. Raineys Bilder aus China sind für mich unauffindbar. Es gibt sie nur analog in den Archiven, in Washington D.C. Aber obwohl ich diese Bilder nicht sehen kann, gibt es eine Beschreibung, die zumindest einen Eindruck davon gibt, was auf ihnen zu sehen ist. Nun also eine Einladung. Wenn wir diese Bilder nicht sehen können, dann können wir sie uns zumindest vorstellen. Opening scene of men who may be Bolshevik prisoners standing behind barbed wire as a group of soldiers march past in Yekaterinburg, Russia. Second sequence is views of dignitaries reviewing detachments from the Allied armies in Peking, China. Camera pans the soldiers from various nations as they stand in formation. A group of dignitaries, one of them identified by interior title as the President of China, reviews them. Flag of each participating nation is visible in film. Doch zurück zu den Bolschewiken, diesen Bildern von Rainey, die sich in mein Gedächtnis brennen. Der Schleier des Todes, der sich über sie zieht, lässt mich nicht los. Es wirkt sogar so, als ob die Schäden des Filmes selbst auf ihn hinweisen. Und dann ist da natürlich dieser Zwischentitel. Schließlich ist es doch genau dieser Titel, der unsere Gedanken lenkt. Ohne ihn würden die darauf folgenden Bilder ganz anders wirken. Wir sehen hier nicht einfach Gefangene, sondern wir wissen, dass diese Männer am nächsten Tag gestorben sind. Es ist dieser Titel, der behauptet, dass sie alle als Traitors, also als Verräter, hingerichtet wurden. Und dann ist noch der Blick dieser Männer. Sie sehen uns direkt an, blicken in die Kamera. Was sagt dieser Blick? Hoffen sie auf Hilfe? Sind sie einfach neugierig, was für ein seltsames Objekt auf sie gerichtet wird? Wissen sie, dass es sie einfangen wird und ihre Gesichter nach mehr als 100 Jahren später noch erhalten wird? Und dennoch weiß ich nichts über diese Bilder. Meine Recherchen stoßen schnell an ihre Grenzen. Die Informationen zu Rainey und vor allem zu diesen Aufnahmen sind minimal. Doch könnten weitere Informationen überhaupt das Mysterium klären, das diesen Bildern zugrunde liegt? Könnte ich jemals wirklich klären, wer diese Männer waren? Warum es diese Bilder gibt? Oder gebe ich mich gar wilder Spekulation hin? Diese Bilder könnten gestellt sein. Der Titel eine Lüge. Doch wozu überhaupt das Falsche in diesen Bildern suchen? Diese Bilder sind wie alle Bilder ein Dokument einer Zeit und eines Ortes. Und auch wenn ich spekulieren kann, so fangen diese Bilder etwas Bestimmtes über die Zeit ein, in der sie gedreht wurden. Die Art, wie diese Männer stehen, gehen, blicken. Und vielleicht sind es auch diese kleinen Wahrheiten über eine andere Zeit, die mich immer wieder zurück zu diesen Archivaufnahmen führen.